herzliches Hallo miteinander. Wir begrüßen euch heute wie ja, eigentlich immer aus unserem Showroom von Pomade Shop in Ottobrunn. Und wie ihr seht, Doppelreview. Zu zweit wäre es ein bisschen kuschelig geworden auf dem Stuhl, deswegen heute mal auf der Couch. Und zwar einmal mit dem Flo. Mit dem Alex. Und Grund für das heutige Doppelreview ist, wir haben ein ganz neues Produkt bei uns. Und zwar die Ernst und Ernst Pomade von einem Barbershop in Rüdesheim am Rhein. Das ist ein guter Freund von uns, hat einen ganz tollen Barbershop. Solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen, wenn ihr da in der Ecke seid. Und der hat eine feste eben rausgebracht, ölbasierte Pomade. Ja, wir machen ja an sich die ölbasierten und dementsprechend hat der Flo dann die mittelfeste. Genau. Und ja, die wollen wir euch mal zeigen, weil es ist wirklich eine schöne handgemachte Pomade. Ich glaube, dann fangen wir mal an wie im Hair Tonic, wie immer, dass unsere Haare leicht feucht sind. Lässt sich natürlich leichter verteilen. Was hast du denn Feines heute für uns? Das ist Jerry's Hair Tonic ohne Öl, weil das im Duft schön dezent ist und ich gleich noch was zum Duft der Pomade sagen werde, weil der ist nämlich sehr, sehr geil und den möchte ich nicht von einem anderen Hair Tonic stören lassen. Bei mir wird es das Eau de Portugal. Passt nämlich super zur Pomade, wenn wir gleich zum Duft kommen. Kann ich euch nämlich auch sagen, warum das so gut dazu passt. So, wie immer anfeuchten, weil ihr wisst es ja inzwischen, in feuchte Haare lässt sich die Pomade besser einarbeiten und man kann die Haare schon mal so ein bisschen hinlegen und wenn man dann die Pomade reinmacht, dann trocknen die Haare und bleiben mal durch die Pomade so liegen, wie ihr sie vorher schön gelegt habt. Genau, also ich habe jetzt relativ gut die Pomade von gestern ausgewaschen. Es ist vielleicht ein minimaler Rest drin, aber ist eigentlich soweit alles rausgegangen. Thema Auswaschen, das Auswaschvideo wird auch demnächst folgen. Genau, bei mir jetzt bei der festen Pomade, ich habe natürlich ein bisschen was vom Vortrag drin, da zum Thema Build-Up. Wenn ihr feste Pomaden benutzt, die werdet ihr nie komplett für den nächsten Tag rauswaschen. Also ihr habt immer noch Reste dann drin, wenn ihr was Neues ausprobiert. Also ist jetzt auch so gut wie möglich, habe ich es jetzt ein paar Mal gewaschen, dass nicht mehr viel drin ist, aber ist auf jeden Fall noch ein gewisser Halt, ist bei mir schon drin bei der festen Pomade. Dementsprechend braucht ihr nicht so viel. Ja, dann schauen wir uns die mal an. Los. Genau. Ich fange an mit der mittelfesten, das ist die Number One mit dem weißen Etikett. Die schaut innen drin so aus. Ihr seht, sie wurde schon benutzt, unter anderem auch eben von mir. Und wenn man mal an der riecht, also hinten drauf steht schon, nach was sie riechen soll, Gin Tonic. Und das tut sie eigentlich im Grunde auch. Also was ich aber finde, was ganz krass und deutlich überwiegt, ist die Wacholdernote, also die Gin-Note. Es ist so leicht was Zitrisches noch mit dabei, ganz leicht in süße Richtung geht's, aber ein bisschen gurkig kann man auch sagen, ist mit dabei. Aber ein sehr, sehr schöner Duft, aber wie gesagt für mich vor allem nach Wacholder und das mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, und ich habe die Nummer 2, das ist dann eben die Stronghold Pomade. Mit rauchigem Orangenduft und deswegen passt dann eben das Eau de Portugal so gut dazu, weil genau so könnt ihr es euch vom Duft vorstellen, wenn ihr das Haarwasser vielleicht kennt. Allerdings wirklich mit einer rauchigen Beinote, also ganz nett, aber auch da die Orangennote überwiegt. Aber es ist jetzt nicht so süß, sondern es ist eher so ein bisschen herber Duft. Ja, also passt super zusammen das beides. Schauen wir mal, wie sie vom Schmieren ist. Genau, ich fange auch wieder an. Die lässt sich für eine mittelfeste Pomade ganz normal auch relativ einfach aus der Dose rausnehmen, wobei man bei der sagen muss, das ist für eine mittelfeste Pomade schon relativ fest. Also die spielt in der oberen Liga mit, was die mittelfesten Pomaden angeht, schon fast Richtung New Nile, sowas, die Ecke High Life Medium, sowas. Allerdings nicht so zäh, sondern auch eher wachsig, so wie viele Homebrew-Geschichten. Von der Konsistenz her am besten zu beschreiben, würde ich sagen, wie eine weichere Bone Crusher. Also so vom Feeling, dieses Wachsige kennt ihr von der Bone Crusher, nur eben ein klein bisschen weicher, weil es eine ganz geil ist. Ja. Genau, und bei der festen, ja, ist für eine feste lässt sie sich gut aus der Dose holen. Ich ziehe da wirklich diesen Vergleich zu der pinken Reuzel. Also für mich so vom Feeling aus der Dose raus, nimmt ein Widerstand da, aber jetzt nicht allzu schwer. Also von der Stronghold gut aus der Dose zu bekommen. Da kann man wirklich nicht meckern und auch ja, vom Verreiben her bin ich nach wie vor vom gesamten Feeling wirklich so bei der pinken Reuzel, die ja eigentlich sehr beliebt ist und viele gern mögen. Also auch für Einsteiger in den Bereich feste Pomaden dadurch gut geeignet, weil ihr die wirklich ohne Probleme gut verrieben bekommt. Ja, die bekommt ihr auch ganz einfach verrieben, die Medium. Und die ist eben, wie gesagt, vor allem für Fans von Medium-Pomaden etwas, die allerdings auch die festeren Mediums gerne haben. Also die einen mittelfesten, aber doch noch dafür festen Halt bevorzugen. Aus Einarbeiten seht ihr es auch ganz, ganz einfach. Bei mir jedenfalls. Wie schaut es bei dir aus? Für eine feste wirklich unproblematisch. Also
zieht nicht, lässt sich gut einarbeiten, wirklich unproblematisch. Deswegen bin ich immer noch für den Einsteiger von der Festen auch gut geeignet. Habt ihr keine Probleme, so wie bei einer Mary Superior, die dann halt doch sehr, sehr bappig und sind schwierig überall hinzubekommen ist. Was krass ist, ist, dass jetzt hier der ganze Raum nach einer Mischung aus Wacholder und Orange riecht. Und das ist auch so ein Punkt, den Duft dieser beiden Pomaden, den habt ihr den ganzen Tag. Also das hält wirklich dauerhaft sehr permanent auf dem Kopf und riecht ihr immer wieder, was aber sehr schön ist, wenn man die Düfte mag. Ja, wir hatten ja schon mal angetestet, also das Büro war wirklich einen ganzen Tag frischer Orangen-Gin Tonic. So, du nimmst mal wieder deinen Extrafinger noch. Ich denke, ich hab genug drin für das, was ich noch vom Vortag drin habe. Schaue ich dabei schon mal, wie es so ein Durchkämmen ist. Ja, also echt in Ordnung. Für so eine feste Pomade kommt man vernünftig durch. Natürlich mit der breiten Seite des Kammes, mit Feinzinken natürlich immer ein bisschen schwieriger. Platz für deinen Ellbogen, dass du auch genug Stylingfläche hast für dich. Schauen wir mal vom Halt her. Also was noch so ein bisschen das Besondere ist bei den Ernst-Pomaden, die sind ja nicht so ganz günstig. Ne? Also man muss schon wirklich sagen, 18,95 ist ein stolzer Preis. Aber sie ist natürlich handgemacht in Deutschland, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Es sind normale 100 Milliliter. Aber es sind für eine feste Pomade extrem viele Öle drin. Also das ist so ein bisschen ungewohnt, ne? Weil normalerweise machen Öle die Haare eher schwer und sind dann eben in weichen, ja, nicht schlecht für eine Medium. Das geht mit einer orangen Dex zum Beispiel nicht, also ihr seht schon, die kann ein bisschen mehr. Also wirklich in der festen Pomade wirklich viele Öle drin und das ist schon speziell, also viele Pflegeöle, auch teure Öle und ja, also schauen wir mal, ob wir gute Höhe hinbekommen. Ja, also hält sofort, trotz der Öle, wo normalerweise die Haare eher schwer werden, ist das super guter Styling-Effekt. Es ist interessant, dass so viele Öle zwar drin sind, aber auch für eine mittelfeste Pomade, die jetzt vergleichsweise wenig glänzt. Es ist also schon ein sehr seidenmatter Glanz, nicht so ölig, wie es zum Beispiel eine Orange Dex oder eine Small Batch 50-50 macht. Aber das ist ja auch mal was Feines für Leute, die nicht den krassen Glanz haben möchten, aber sich nicht immer so eine krass wachsige Pomade wie eine Womanizer, eine Bone Crusher oder so einarbeiten wollen. Aber würdest du sogar sagen, weniger Glanz als ein Dapper Dan Medium vielleicht sogar? Ja, würde ich schon sagen. Okay, also so für den, der mittelfest nutzt und sagt, glänzt mir immer so ein bisschen zu sehr, wäre das eine gute Wahl. Natürlich nicht ganz matt, das muss man auch dazu sagen, aber für so eine mittelfeste Pomade vergleichsweise wenig und Styling klappt super, also heute habe ich echt einen guten Tag. Kein Bad Hair Day. Und immer eine gute Pomade einfach erwischt, ja. Ja, auch die Feste macht eigentlich sofort was sie soll. Von der Höhe, ich krieg's nicht ganz so hoch, also die Öle machen schon ein bisschen schwerer, aber jetzt nicht so viel, wie man erwartet. Ja, da kriegen wir Besuch von Elvis. Das ist unser Firmenhund. Der Elvis. Du willst auch mal vor die Kamera, ne? Der Elvis, willst du auch ein bisschen Pomade in die Haare? No. Nein. Ja, aber ich bin immer noch wirklich im Vergleich bei der pinken Reuzel. Also es ist vom Handling, vom Verarbeiten in den Haaren, vom Einarbeiten wirklich sehr vergleichbar und ja, da kann ich wirklich nicht meckern. Ist ein schönes Produkt geworden, eben auch mit ordentlich Haarpflege drin, mit den ganzen Ölen, wie ich schon erwähnt habe. Und wir hatten es jetzt auch schon an heißen Tagen drin. Also bei mir hält wirklich der Stronghold auch bei 30 Grad top. Also ist jetzt nichts zusammengefallen. Das auch eine Top-Pomade, Medium für heiße Tage, weil wie gesagt, das hält echt ziemlich gut. Hast du schon gesagt, was für Öle drin sind, oder? Nee, das ist nämlich auch ganz interessant. Ein bisschen spezieller. Nämlich zum Beispiel ist hier Gurkenkernöl mit drin und ihr könnt euch vorstellen, wie viel Öl man aus einem so einem Gurkenkern rauskriegt, von dem her, was der Alex schon gemeint hat, deswegen auch ein bisschen höherpreisig, wobei 18,95 für so eine große Dose eigentlich auch vollkommen in Ordnung ist für ein handgemachtes Produkt mit solchen Inhaltsstoffen. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde es, ja, es ist ein hoher Preis, aber wenn man es vergleicht mit teilweise Friseurprodukten, recht einfachen, die dann auch schon 20 € vielleicht kosten, ist es ein schönes handgemachtes Produkt. Und ja, also ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen, den Stronghold. Ich den Medium Roll auf jeden Fall. Und ja. Hast coole Pomaden gebraut, Sascha. Ja, sehr, sehr schöne geil. Grüße an der Stelle nochmal. Danke dafür.
Ja, Glanz bei mir, auch bei der Medium haben wir schon gesehen, ist ja ein bisschen matter für eine Medium, also wirklich nicht so viel Glanz eben, wie schon erwähnt. Bei der Stronghold, es ist ein normaler Stronghold-Glanz, also relativ wenig, wobei es ein bisschen trockener, matter wirkt. Also auch gerade für diese vielen Pflegeöle ist es kein mega Glanz, kein öliger Glanz, also es ist ein schöner, natürlicher Glanz. Also für die moderne Styles mögen, nicht mit diesem öligen Glanz, wie es teilweise eine Pomade gibt, probiert mal die Ernst Nummer 2 aus. Also wirklich empfehlenswert. Ja. Und ja, wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert gerne noch weitere Vorschläge, die wir reviewen sollen. Wir haben wirklich eine lange Liste inzwischen und werden die auch alle nachher noch abarbeiten. Bitte Verständnis, dass wir auch mal zwischendurch sowas machen, dass wir, wenn wir neue Produkte kriegen, die uns sehr gut gefallen, dann einfach auch mal zwischendurch reviewen von uns aus. Aber wie gesagt, wir machen alle eure Wünsche sehr gerne. Auch jetzt die Clays, ihr habt ja gesehen, der Philipp war ja neulich auch bei den Reviews jetzt dabei, der macht für euch die Clays. Ein Abo da lassen ist natürlich immer super, da freuen wir uns sehr und ansonsten werden wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder um ein Review geht. richtig. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ciao.